Dann mal herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Heute geht es im nächsten Teil beim Mining um die Anwendersoftware NiceHash. Zum Einsteigen sehr gut, ist allerdings schon ein bisschen weiterführend als das, was wir bis jetzt mit Unmineable gemacht haben. Außerdem ist es besonders hier interessant, weil hier ist unter Umständen CPU-Mining doch durchaus rentabel, beziehungsweise die Kombination aus GPU und CPU-Mining, also Grafikkarte und Prozessor. Okay, was gibt es zu beachten bei NiceHash? Eigentlich gar nicht viel. Was ihr meinen könnt, sagt euch dann die Software, und wir beschäftigen uns in diesem Teil allein mit der Software und dem Mining mit der Software. Auch mit dem Betrieb von mehreren Anlagen, also könnt ihr auch mehrere Computer betreiben. Und auf einem Computer natürlich auch mehrere Geräte. Das heißt, ihr könnt einen Computer haben, der zum Beispiel nur CPU meinen kann, weil es ein etwas älteres Modell ist, ein Intel zum Beispiel in 5er Generation, der eine Grafikkarte hat, die halt nicht unterstützt wird. Und es kann sein, dass ihr vielleicht noch einen größeren Gaming-PC habt, der eine Nvidia oder eine AMG Grafikkarte hat und einen leistungsstarken AMD Radeon Prozessor zum Beispiel. Die sind da sehr gut, die holen da teilweise mehr raus, als eine schlechte Grafikkarte bringt. Aber wie gesagt, schlechte Grafikkarte gibt es in dem Sinne auch nicht, weil in der Kombination kommt man dann schon so auf seine 25 Hashes und dann schaut die Welt eigentlich wieder ganz okay aus. Dann mal ganz kurz am Rande noch erwähnt, es geht gerade ein bisschen schleppend mit den Videos vorwärts, da ich auch ein bisschen auf Reisen bin momentan. Ich habe jetzt noch 2 Reisen anstehen, und hier in Südostasien ist eine Reise übers Wochenende durchaus ein absoluter Adventure-Trip, weil man weiß nicht, wie man ankommt, wann man ankommt. Und auch wenn man ein Ticket hat, nicht unbedingt, wie man zurückkommt oder wie man dann wieder zu Hause ankommt oder wann. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir steigen ein, und zwar, ihr findet NiceHash ganz einfach, indem ihr einfach NiceHash googelt, und dann habt ihr schon auch die NiceHash-Seite. NiceHash ist unter nicehash.com verfügbar. Denkt bitte dran, immer was ich euch gesagt habe, Mining-Software immer nur bei den Herstellern laden. Mining-Software, Miner immer nur bei den Herstellern. Das Sicherheitsrisiko ist da sehr, sehr hoch, weil die Virenscanner das eben als Gefahrensoftware erkennen und wissen, also die bösen Jungs, die Hacker, die wissen halt, dass man diese Software freigibt und versuchen euch deshalb halt eine falsche Software unterzuschieben, damit sie da euer System knacken können, hacken können. Sucht euch was aus. Ein Tipp noch, diese Seite übersetzen könnt ihr gleich mal knicken. Wenn ihr das anklickt, ist die NiceHash-Seite nicht mit dem gewünschten Inhalt. Das funktioniert mit den Übersetzern nicht so richtig. Wir nehmen die normale Seite, und wenn die dann geladen ist, das ist unsere NiceHash-Seite. Da steht eigentlich so mal das Wichtigste eigentlich so drin, was ihr braucht in der Übersicht. Machen wir uns einfach mit dem Mining beginnen. So, und hier oben können wir es dann auch auf Deutsch sagen. Ach ja, genau, hier müssen wir sich natürlich anmelden. Es ist logisch. Okay, ich mache das mal kurz, bin gleich wieder bei euch. Okay, ich habe mich jetzt angemeldet, und ihr seht jetzt quasi das Armaturenbrett. Das ist jetzt von meinem Account. Da ist nichts dabei, was man nicht irgendwie sehen dürfte. Das ist so okay. Wenn man NiceHash meinen will, oder auch wenn man spielen will, braucht man einen Account bei NiceHash. NiceHash ist allerdings da sehr unkompliziert. Ihr braucht in der Regel kein KYC machen. Ihr müsst nur ein KYC Lite machen, wenn ihr zum Beispiel Freundschaftswerbung machen wollt. Ihr müsst ein richtiges KYC machen, wenn ihr Dienste anbietet oder NiceHash Power kaufen wollt. Dann müsst ihr ein KYC machen. Ansonsten da habe ich eigentlich noch nie hier irgendwelche Dinger gehabt. Eure E-Mail-Adresse müsst ihr bestätigen, und gut ist das. Eine schöne Übersicht, das ist, was ich gesagt habe. Ich habe 2 aktive Anlagen, die laufen. Eine Anlage ist inaktiv, das ist der MacBook, mit dem ich gerade aufzeichne. Der läuft natürlich jetzt nicht, ist klar. Sonst könnte ich ja nicht mit euch den Miner installieren. Wenn wir jetzt runtergehen, haben wir unten Downloadzentrum. So, im Downloadzentrum bekommen wir mehrere verschiedene Versionen vom NiceHash Miner angezeigt.
Die Standardvariante, die wir benutzen, ist für AMD und Nvidia Grafikkarten, unterstützt sowohl als auch Intel als auch AMD CPUs. Dann habt ihr den Quickminer, der unterstützt Nvidia AMD Grafikkarten, digital signiert, 100%ig verbunden, keine CPUs. Dann gibt es das Flash-Tool zum Erstellen für das NiceEdge OS. NiceEdge OS ist vergleichbar mit Hive OS zum Beispiel, also eine Plattform, ein eigenes Betriebssystem, unter der dann gemeint wird. Wenn man ein System hat, wo das läuft, ist das eine feine Sache. Allerdings kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe bloß eine Maschine, auf der das läuft und die boote ich unter allen verschiedenen möglichen Dingen und lasse neben dem Mining noch andere Sachen laufen. Ich könnte da kein Hive OS fahren, sondern ich lasse den Miner in Batch laufen oder das Hive OS laufen direkt. Je nachdem, also da kann man kombinieren. Das werdet ihr aber später sehen, wenn wir auf die GPU-Maschine wechseln, weil wir auf der virtuellen Maschine hier jetzt natürlich keine GPU haben, sondern nur die CPU und wir machen jetzt auch erst den Teil nur die CPU. Dann gibt es einen NiceHash Bot, das wenn man NiceHash kaufen will. Bot für die automatische Auftragsverwaltung, den gibt es dann auch. Okay, Download NiceHash Miner. Gehen wir drauf. Wir haben im letzten Teil, wo wir Unmineable behandelt haben, ein Verzeichnis angelegt, NoVirusScan, wo wir unsere Dateien fürs Mining reinspeichern, damit die nicht vom Virenscanner geprüft und beanstandet werden, weil sonst werden die Archive beschädigt und sind nicht mehr verwendbar. NiceHash fällt eigentlich aus dieser Gruppe raus. Sie haben eine sehr saubere Software, da wird eigentlich soweit nichts als bösartige Trojaner oder Viren erkannt. Es kann aber vorkommen, dass Windows Defined oder Norton Antivirus, je nachdem, darauf anspringt und deshalb verwenden wir es trotzdem NoVirusScan. Wenn ihr nochmal wissen wollt, wie ihr das erstellt, das Verzeichnis und das aus dem Virenscanner ausschließt, einfach den letzten Teil gucken, Unmineable Anwendersoftware, da ist das drin. So, wir speichern die Software, laden die runter und wenn die runtergeladen ist, bin ich dann wieder bei euch. Bis gleich. So, unser Download ist durch. Wir rufen unsere Software auf. Die Lizenzbedingungen, wir haben sie gelesen. Ja, und wisst ihr eigentlich, dass die größte oder die meistverbreiteste Lüge weltweit ist? Ich habe diese Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiere die und habe sie verstanden und bin älter 18 Jahre. Ja, spätestens bei gelesen ist klar, ne? Okay, installieren wir. Dauert wieder einen kurzen Moment. Es wird sowieso ein bisschen länger werden, weil NiceHash da doch ein bisschen am Anfang anders ist als das, was ihr bis jetzt gesehen habt. Wir sagen Finish und Run. So, ich akzeptiere. Ich akzeptiere. So, und das, oh Wunder und wunderschön, wir können sogar Deutsch auswählen. Das finde ich am allerliebsten. Also man kann das jetzt hier mit Scan machen und das einbinden. Wir machen das jetzt einfach mit Anmelden. Weil wir ja im Webbrowser schon angemeldet sind. So, jetzt haben wir die ganze Sache nochmal im Webbrowser gestartet. Das lassen wir jetzt erstmal wieder verschwinden. Ihr solltet jetzt dieses Bildschirmchen sehen, dieses Fenster. Unter anderem seht ihr auch, dass ich den PC gewechselt habe, weil die virtuelle Maschine das so nicht mehr gemacht hat. Da ging nicht einmal die CPU-Unterstützung und war es jetzt einfach zu doof, auf einer virtuellen Maschine kurz zu gucken, woran das einfach liegt. Und ich nehme euch jetzt einfach mit auf eine größere Mining-Maschine und das ist unser NiceHash-Fenster. Das ist, was für uns jetzt interessant ist. Das erste, was wir machen müssen, ist bei NiceHash, wenn wir das gestartet haben, also wir haben uns ja auf der Webseite registriert, dann haben wir das Fenster gekriegt, haben uns da angemeldet und dann kommt ihr automatisch auf dieses Fenster. Wir checken die Plugins, da werdet ihr wahrscheinlich hier einiges nachinstallieren müssen.
Das wollte ich euch eigentlich zeigen, deshalb die virtuelle Maschine, die jetzt nicht so tut, wie sie soll. Aber es macht nichts. Ihr müsst einfach unter Plugins mal checken, ob alles installiert ist. Dann wird NiceHash euch beim Neustart noch einmal Updates reindonnern, dann könnt ihr das hier nochmal durchkontrollieren. Und wenn das alles aktuell ist, könnt ihr das einfach mal hier kontrollieren unter Geräte. Wir haben hier jetzt mal CPU, AMD Ryzen, ein 7er. Dann haben wir eine AMD Radeon 5500, eine Mobile mit 4 GB und eine AMD Radeon Graphics with 6 GB. Gut, das heißt, wir haben also 2 GPU-Geräte, ein CPU-Gerät. Insgesamt zum Betrieb 0 von 3. Unsere aktuelle Rentabilität und unbezahltes Mining-Guthaben, was im Moment in der Wallet drin liegt, also was noch nicht in die Wallet ausgezahlt worden ist. Dieser Wert liegt normalerweise bei NiceHash bei 1000. Ich habe den aber auf 2500 hochgesetzt, weil einfach so viele Buchungen sind. Wenn wir die ganze Zeit irgendwelche Meldungen da reinschneiden, das nervt. Ist Geschmackssache, kann man sich einstellen, wie man möchte. Dashboard ist einfach bloß Quickie-Übersicht. Starten, stoppen. 2 GPUs, eine GPU, was wir momentan verdienen und was wir noch nicht in die Wallet ausbezahlt haben. Die Wallet ist eine NiceHash-Wallet, da sammelt sich alles an und die könnt ihr dann, je nachdem, gegen Fee natürlich, auf eure normale Wallet auszahlen. Ihr könnt es auch bei NiceHash flacken lassen. Was habe ich momentan wieder anstehen bei NiceHash? Lass es 30, 40 Euro sein, keine Ahnung, sowas in dem Trichter. Und wenn es mal wieder 100 sind, kann man wieder mal auszahlen. So, für uns als nächstes interessant ist Benchmark. Hier wird es jetzt lustig. Wir fangen an mit CPU. Das heißt, ich kann hier erst einmal meine Geräte schalten, welche ich verwenden will. Jetzt werde ich alle 3 Geräte verwenden. Ich schalte jetzt aber die GPU wieder aus und ich nehme die GPU raus, die ich generell eigentlich normalerweise verwende und lasse jetzt nur den AMD Ryzen drin als CPU-Mining. Dann gehe ich auf das Pfeilchen und jetzt kann ich hier erst einmal alles auswählen. So, Benchmarking. Das heißt, NiceHash geht mit den Minern und den Pools durch, wie viel das es wo erwirtschaften kann und gibt euch dann hier die entsprechende Geschwindigkeit aus. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel mit dem Random X Monero und dem XMRig Miner einen Hash von 1172. Das würde 0,000103 BTC in 24 Stunden machen. Das wollen wir jetzt erstmal benchmarken. Dann, diese Werte sind jetzt bei mir eingetragen, weil ich das Programm natürlich hier schon benutze. Die sind jetzt bei euch noch mit Strich, Punkt, Strich, Strich, Strich oder sowas gekennzeichnet. Also ihr müsst dieses Benchmark erst laufen lassen, sonst wird das bei euch nicht funktionieren. Das ist hier alles angeschaltet, also alles auswählen und geht hier unten dann auf Benchmarken. Das heißt, er wird jetzt bei euch alle 3 Posten durchgehen und sie benchmarken. Ich lasse es jetzt mal die erste Position komplett durchlaufen, damit ihr mal seht, das dauert doch ein bisschen länger. Und wenn jetzt natürlich da 3 oder später bei der GPU, sagen wir mal, 10 Posten habt, dann kann das schon mal so eine Viertelstunde dauern. Wenn der jetzt mit dem Mining fertig ist, dann wird er direkt mit dem Mining beginnen. Und ihr könnt eigentlich diese 2 weglassen auch, ihr braucht sie auch nicht testen. Ihr könnt gleich auf den Versus Hash gehen mit dem Nanominer. Ist mit Abstand hier, seht ihr, da kommt am meisten rüber. Das sind 455, die man hinten noch rausholen kann. Any day. Ja? Also entweder das alles benchmarken oder eben nur das eine. Und wie gesagt, es zieht sich hier gerade ein bisschen. Allgemein zu NiceHash, die haben eine sehr schöne App, die kann man auf dem Tablet benutzen oder auf dem Handy. Man hat die Auskunft über seine Geräte, die laufen, eine Auskunft über die Geräte, die nicht laufen. Die Maschinen, die laufen, die Maschinen, die nicht laufen. Maschinen und Geräte sind immer unterschiedlich. Eine Maschine kann mehrere Geräte beinhalten. Ne? Also GPU ist ein Gerät, CPU ist ein Gerät und noch eine weitere GPU ist ein drittes Gerät, so wie es jetzt in dieser Konstellation hier auch ist. Ihr könnt von unterwegs aus
eure NiceHash Miner starten, herunterfahren, Algorithmen wechseln. Es kommt also schon NiceHash relativ nahe von den Möglichkeiten, die man hier hat. Muss man einfach ganz klar sagen, NiceHash ist eine sehr gute Möglichkeit, hier einfach zu arbeiten. So, das Benchmarking ist durch und hier startet jetzt unser Nanominer. Warte mal, die Fenster hier ein bisschen gegen drum schieben. So. Da sagt er auch schon wieder, ist eine neue Version 3.8 verfügbar. Haben wir gerade erst abgedatet. So, hier haben wir jetzt schon die ersten 3 Shares. Also ihr seht, das läuft hier relativ zügig. 3 Shares ist noch keine abgewiesen und wir sind gerade mal 30 Sekunden online. Das heißt, alle 10 Sekunden machen wir jetzt quasi grob gerechnet mal einen Share. Ein Share ist halt so gefunden und der zählt in der Wertung und dafür gibt es Geld. Kein Share, kein Geld. Okay, ganz wichtig zu wissen. Ihr seht das hier unter Geräte auch noch mal in der Übersicht. Das ist ja ein bisschen kompakter. Wenn man mehrere Geräte laufen hat, empfiehlt sich diese Ansicht. Hat man nur ein Gerät am Laufen oder will man einfach nur die Zusammenfassung haben, rentiert sich auch hier diese Zusammenfassung nehmen. Also ihr seht, wir machen hier alleine mit den CPUs 0,17 US-Dollar Tag. Der Miner läuft jetzt noch gar nicht so lange. Ne, das sind 0,00617 pro Tag und ja, das ist das Gesamtguthaben momentan gerade. Das ist unwichtig, das interessiert euch eh nicht. Dann stoppen wir das alles mal. So, dann schalten wir jetzt mal um und machen CPU-Mining aus. Und wir möchten jetzt die AMD Radeon XR 5500 Mobile 4 GB konfigurieren und machen die an. Diese Grafikkarte wollen wir jetzt verwenden. Jetzt machen wir dasselbe Spiel. Wir gehen in unser Benchmark, können hier oben die CPUs mal zumachen, die brauchen wir jetzt nicht. So, ihr seht jetzt einfach, wir haben jetzt nur diese eine hier aktiviert. Das ist für uns ein bisschen leichter jetzt einfach in der Übersicht. Ihr könnt auch die anderen zuschalten und habt aber eine uferlos lange Liste. Wir machen das jetzt einfach mal so auf die Art und Weise. So, hier oben fängt unsere Liste an. Und da seht ihr auch schon, ich habe hier ziemlich viel ausgeschaltet. Ne? Also ausgeschaltet, dann Autolycos ist ausgeschaltet. Der G-Miner ist ausgeschaltet, eigentlich alle, die da meinen. Und gehen wir weiter runter. Seht ihr auch, hier ist komplett eigentlich alles ausgeschaltet, außer K-Heavy und LOL-Miner. Das ist eigentlich das, was ich meinen möchte, was mir am meisten bringt. Das ist ein Erfahrungswert, den sammelt ihr einfach mit der Maschine. Ihr könnt jeden Miner und jedes Ding mal laufen lassen. Manche bringen gar keinen Ertrag, manche sagen, sie bringen so und so viel, es kommt aber gar nichts. Manche gehen hoch auf eine Hashrate von 34.000, ist natürlich gigantisch, gell? Aber spätestens nach 60 Sekunden oder so in dem Stil habt ihr dann einfach Miner Restart drin. Die könnt ihr dann generell ausschalten, weil die dann einfach nicht laufen. NiceHash bietet euch von Haus aus nur Sachen an, die ihr mit der Ausrüstung unter dieser Karte oder Konfiguration meinen könnt. Das heißt, wenn ihr hier auf, wir haben jetzt bloß eine Grafikkarte, die wir verwenden mit größer 3 GB. Das heißt, wir haben nur den ET-Hash, den ETC-Hash drin, aber den ET-Hash mit über 6 GB, den haben wir nicht verfügbar. Den zeigt er uns nicht an, weil wir ihn nicht meinen können. Das ist der Unterschied zu NiceHash, zu Unmineable. Da muss man selber darauf achten, welchen Pool das man eben aktiviert. Das Benchmarking läuft hier natürlich genauso. Ich schalte es hier manuell nochmal ein, dass wir den Kanal nochmal neu benchmarken. Lassen wir den nochmal ganz schnell drüber laufen. Das zieht sich jetzt wieder ein bisschen.
So, das Benchmarking ist durch und das Mining hat automatisch gestartet. Ich habe das kurz ein bisschen rausgeschnitten. Ich hoffe, das ist okay, aber Bildschirm anschauen ist eine Sache und ich will nicht schon wieder die ganze Zeit pausemäßig labern, weil ich bin schon verschrien, dass ich zu viel schwätze. Lass mal es gut sein. Gut, Mining ist angelaufen. Einen Hash haben wir auch schon gefunden. Und wir laufen jetzt hier mit 182,26 Megahashes. Schaut schon mal ganz gut aus. Dann gehen wir jetzt nochmal auf Geräte. Und jetzt schalten wir unsere CPUs dazu. Es fragen sich die einen oder anderen, warum verwende ich nicht diese Grafikkarte, die hier unten drin ist, weil die hat ja 6 GB. Es gibt hier nur einen, in dieser Konfiguration nur einen Pool, den ich meinen kann und der funktioniert nicht richtig. Diese Grafikkarte ist physikalisch in dieser Maschine eigentlich gar nicht vorhanden. Die wird aber angezeigt. Das ist irgendein Radeon-Ding, keine Ahnung. Ich habe noch nicht rausgekriegt, wie man sie benutzen kann, dass man sie zu meinen hernehmen kann, weil 6 GB wäre natürlich cool. Wenn ich es rauskriege, lasse ich es euch wissen. So, wir machen jetzt aber das, was wir eigentlich machen wollten. Wir schalten unsere CPUs dazu. Wir machen jetzt Dual Mining. Gut, jetzt haben wir auch hier schon das zweite Fenster am Laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren unseren LOL-Miner laufen. Kommt ganz durcheinander. Der läuft auf dem K-Heavy und dann meinen wir mit dem Nanominer auf CPU den Versus. So. Das bringt uns jetzt mal in der Anfangsübersicht, in der Anfangsstatistik beim Heißlaufen der Prozessoren 0,18 US-Dollar Tag, also 20 US-Dollar Cent. Das kann wirklich gravierend schwanken, das kann bis 27 raufgehen, das kann bis auf 13 runterfallen, das werdet ihr schon feststellen. So viel zum Thema Mining dazu. Ne, wir haben jetzt hier 2 von 3 Geräten gelaufen. Jetzt schauen wir uns mal etwas anderes an. Google Dicer. So, das ist die. Jetzt habe ich das alte Phänomen, dass er wieder nicht scrollt. Aber die Größe verdreht, ist egal. Das ist die Übersichtsseite von NiceHash. Bin jetzt da eingeloggt. Gehen wir mal aufs Dashboard rüber. Und wieder jedes Fenster, hier, jedes Ding in einem eigenen Fenster. Ist okay. Hier komme ich meine Minings angezeigt, meine aktiven Anlagen mit links. Dann habe ich Mining an sich selber. Ihr seht, ja, muss mal gucken, ob es hier wieder ein Update gibt. Ihr habt also quasi die komplette Übersicht auch von dem Ganzen, was eure Geräte so treiben und tun und machen. Dies bekommt ihr auch, wenn ihr euch die NiceHash App runterladet. Oder auf euer Handy oder auf euer Tablet oder beides. Und dann könnt ihr hier auch entsprechend hier das Mining stoppen. Ihr könnt also mit dieser App die Geräte, die minen sollen, konfigurieren. Voraussetzung natürlich, dass sie einen Wake-up on LAN drin haben oder an sind. Und die Miner-Software, also NiceHash Miner, muss natürlich auch erreichbar sein, ist klar. Dann könnt ihr das soweit hernehmen. Da habe ich noch einen HP am Laufen, das ist ein uralter Intel 5. Der macht aber auch seine 300, seht ihr hier. Ich weiß, er hat mich über die Größe vertratzt. Seht ihr hier, der macht auch seine 300 in 24 Stunden, also von daher gesehen kann man den ab und zu, den lasse ich im Leerlauf, also wenn die Maschine nicht benutzt ist, im Leerlauf gerade an ist, dann meint er eben automatisch. Und wenn ich jetzt anfangen würde zu spielen oder E-Mails zu bearbeiten oder sonst irgendwas, dann würde er das Mining stoppen. Der MSI läuft eigentlich generell, ist ein High-Power-Notebook und läuft mit 2 Watt. Das ist natürlich was anderes, als wenn ich da einen großen Mining-PC stehen habe, der mir tonnenweise Strom verdreht. Das ist, ihr werdet aber mit diesen kleineren Geräten, Notebook, sehr genau suchen müssen, dass ihr einen kriegt, mit dem ihr 60, 70, 100 Gigahash zusammenkriegt. Also der MSI ist jetzt 2 Jahre alt und hat eigentlich eine ganz gute Auslastung. Können wir es jetzt nochmal aufmachen? Ja, nicht das Rädchen drehen. Wir werden es noch irgendwann lernen. Noch ein bisschen hier runter. So, hier sind wir auch nochmal entsprechend Ich könnte jetzt hier auch sagen, mal so spaßeshalber machen. Schalte mal die Grafikkarte aus.
Die sehen wir hier im Hintergrund, sehen wir die Grafikkarte meinen. Na? Schalte ich jetzt aus. Schwupp, habt ihr gesehen? Fenster ist zu, Grafikkarte ist aus. Ihr könnt das also hier wunderbar managen. Dann schmeißen wir es mal wieder an. Genau, und dann kommt sie auch schon wieder. Fährt wieder hoch. LOL-Miner. Könnt ihr also hier auch wunderbar einstellen. Der MacBook ist momentan offline, der meint nicht, weil den verwende ich gerade. Dann gehen wir mal hier wieder raus aus der ganzen Geschichte. Gut, dann schauen wir uns das mal ganz kurz hier oben an. Hier oben haben wir noch Setup generell drin. Da kann man unsere Sachen halt so quasi einstellen. Dann könnt ihr Stromkosten kalkulieren, Lokalisierungssprache Deutsch, welche Währung. Könnt ihr das hier alles einstellen, aussehen. So, NiceHash Miner und Plugin-Updates, die habe ich jetzt generell ausgeschaltet. In der Regel schaltet man die eigentlich ein. Ich habe immer gern die Message von NiceHash, ich habe hier ein Update, weil wenn nach dem Update was nicht funktioniert oder was anders läuft oder gar nicht mehr läuft, dann weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss. Und wenn der mir automatisch das Zeug da reinhämmert, dann kann ich erstmal gucken, was hat sich denn geändert und suchen. Dann gibt es hier erweiterte Einstellungen, Autostart, Mining und so weiter. Da könnt ihr alles wirklich ganz genau einstellen. Ihr könnt auch die Geräteüberwachung ausschalten, wenn ihr das wollt. Ihr habt hier die Protokollierung, Leerlauf-Mining. Hier könnt ihr einstellen, was passiert, wenn der Computer nicht benutzt wird, wann er dann laufen soll. Das könnt ihr dann hier einstellen. Wenn ihr spielt zum Beispiel oder so, dann soll er nicht meinen. Und wenn der spielt, das könnt ihr dann alles hier in diesen Einstellungen quasi in diesem Bereich hier abbilden. Ihr könnt auch die Fenster ausblenden, einblenden. Dann, was für euch wichtig ist hier, deshalb habe ich generell immer bloß einen Algorithmus eingestellt und einen Miner eingestellt, dass er mir hier nicht switcht. Wenn man mehrere, ich gehe nochmal hier rüber kurz, Benchmark mir hier. Wenn ich hier mehrere einschalte, also ich mache jetzt hier Kapau noch an, na gut, er meint jetzt gerade geht nicht, dann kann er umschalten, dann kann er zwischen diesen aktivierten Pools switchen. Wenn ein Pool nicht mehr genug bringt, switcht er zum nächsten Pool. Das kann man eben dann hier mit einstellen, Switching, Mining. Was gibt es noch für interessante Sachen? Da nichts mehr. Plan, ihr könnt plangesteuert meinen, wenn ihr zum Beispiel Solar verwendet, dann könnt ihr sagen, ich meine tagsüber von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Bitte nicht vergessen, ihr müsst die Zeiten manuell vorgeben. Die Zeiten hat er noch nicht drinnen. Da könnt ihr jetzt also einen Zeitplan festlegen, von bis an welchen Tagen er meinen soll. Plugins, hier könnt ihr die Miner updaten, das war das. Das hatten wir alles durch und dann gehen wir nochmal hier. Da findet ihr dann Benachrichtigungen, Miner Restarts, Updates auch nochmal und sowas. Sowas kommt dann alles hier vor. Gut, das soll es zu NiceHash jetzt eigentlich quasi gewesen sein. Mal auf Allgemein, gehen wir noch nicht so hoch. Wir haben es vorhin schon mal gesehen. Hier steht die Mining-Adresse drin. Das ist die Mining-Adresse, die euch von NiceHash gegeben wird. Das ist quasi eine NiceHash-Wallet, wo eure Beträge dann gut geschrieben werden. Von dort aus könnt ihr dann überweisen auf eure normalen Wallets, auf Crypto.com oder auf euer Ledger, auf euren Trezor, auf eure Bitbox, je nachdem, wo ihr eure Coins verwahrt. Solange die nicht ausgezahlt sind an eurer Wallet, liegen die in dieser Wallet. Diese Wallet-Adresse ist für euch ganz wichtig, weil die braucht ihr. Dazu gibt es auch eine Seed-Phase und ihr könnt hier bei NiceHash Zwei-Faktor-Authentifizierung einschalten. Ihr könnt Google Authenticator dazu schalten. Das sind Sicherheitsmaßnahmen, die ich euch sowieso empfehle. Okay? Diese Wallet-Adresse ist für euch in dem Fall wichtig, da liegt euer Zeug drin.
das unausbezahlte Mining-Guthaben. Sollte das verlieren, verliert ihr nur das unausgezahlte Mining-Guthaben. Das wäre in der Regel nicht so schlimm, es sei denn, ihr lasst da ein paar tausend Euro anstehen. Das ist natürlich dann schon mies. Aber wie gesagt, auch diese Wallet-Daten hier von NiceHash wirklich aufbewahren, das sollte sicher sein. Gut, das war's zum Thema NiceHash. Und ich hoffe, das hat euch geholfen und gefallen, das Video. Es würde mich freuen, wenn ihr einen Like da lasst, den Kanal abonniert. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch immer schön brav Nachrichten, wenn es neue Videos oder Updates gibt. Die meisten Videos haben einen Homepage-Artikel bei mir auf der Webseite. Dort könnt ihr auch immer Änderungen, Updates, Neuerungen, Infos oder sonstige Probleme und Lösungen mal gucken, ob ihr da was findet. Im Moment hinterlässt eigentlich selten einer einen öffentlichen Kommentar. Das trifft auch auf YouTube zu. Kommentare sind auch recht spärlich hier. Eigentlich so bei Null anzusiedeln, aber okay, gut. Solltet ihr den Kanal unterstützen wollen, findet ihr unten in der Fußzeile, also in der Videobeschreibung natürlich auch Spendenlinks. Und ansonsten verweise ich euch gerne auf die KSC, solltet ihr Probleme haben beim Umsetzen, beim Einrichten, beim Nachvollziehen des Videos. Generell Computerprobleme, Softwareprobleme. Die KSC, ein Remote-Dienstleister, den übernimmt das gern von euch für 25 Euro die Stunde. Den Kontakt verlinke ich euch auch unten in der Fußzeile. Ganz ohne Vertragsbindung, rein gegen Auftrag für 25 Euro die Stunde. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl und einen schönen Tag noch.